Hallo, ich bin Annalena Doberschütz und im Rahmen meines aktuellen Workshops to go zeige ich euch heute, wie man diese Diamantbox faltet. Ich habe die mal in verschiedenen Größen ausprobiert. Das war mein erster Typ, mein zweiter und das war ein Fehlversuch sozusagen. Ich habe mich für diese Größe entschieden, weil man dann mit dem Maß, das aus einem Bogen Designerpapier 2 Schachteln rausbekommt. So, dann wollen wir auch mal anfangen. Ihr benötigt Designerpapier im Maß 15 x 18 cm, Verzierungen, wenn ihr wollt, und ein paar Klebemagneten. So, ihr benötigt euer Schneidebrett, legt die lange Seite oben an, die 18 cm Seite, und falzt auf jeder Seite bei 3 cm. Dann dreht ihr das Papier, dass die kurze Seite oben liegt, und schneidet oben und unten jeweils bis zu der Falzlinie ein. Es gibt bei dem Schneidebrett von Stampin' Up auch das Ganze mit Zentimetermaß, beziehungsweise das Zentimetermaß könnt ihr euch extra bestellen. Entweder orientiert ihr euch also an der Falzlinie oder hier oben an 3 cm und unten an 15 cm. Entschuldigung, wenn es nicht ganz genau passt, kann man das hinterher nochmal nachschneiden. Also 3 und 3. Die Linien, Falzlinien kommen bei 3 cm, bei 6, bei 9 und bei 12 cm. 3 haben wir. Sechs. 9. Und 12. Schneidebrett kann weg. Wenn was nicht ganz durchgeschnitten ist, einmal kurz mit der Schere nacharbeiten. So. Dann braucht ihr ein Lineal und euer Falzbein und macht diagonale Linien immer von einer Schneideecke zur nächsten. Man kann dafür auch das Falzbrett nehmen. Ich habe da so leichte Schwierigkeiten, das ordentlich anzulegen. Deshalb arbeite ich in dem Fall lieber mit Lineal und Falzbein. Geht bei mir einfach schneller. So, eine Richtung haben wir gefalzt. Dann noch mal in die andere Richtung. Es entsteht dadurch so ein Rautenmuster und das wollen wir auch haben. Wichtig ist, dass ihr immer nur bis zur nächsten und nicht zur übernächsten Kante falzt. Aber meine Anleitung wenden. So. Man sieht die nicht so richtig gut, aber so ein bisschen sieht man die. Jetzt sieht man sie. So. Dann schneiden wir jetzt einen Teil raus. Und zwar diesen ganzen Bereich wird einmal weggeschnitten, also quasi einmal dass hier eine Raute entsteht. So. Und dann alle Falzlinien einmal nochmal nachfalzen mit dem Falzbein.
Diagonalen so nehmen. Einmal drüber. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt, geht aber eigentlich recht gut. Wenn man so wie ich mehrere Fachschachteln inzwischen gefaltet hat in der Richtung. Irgendwann funktioniert das. So, beide Richtungen. Ja, das ist die Linie. So, jetzt könnt ihr das Falzmuster auch besser sehen. Dann diese halbe Raute auf der einen Seite mit Flüssigkleber, damit wir es gleich gut hinschieben können und es nicht sofort am Anfang festklebt. Da wird nämlich jetzt die Raute von der anderen Seite drauf geklebt. Einmal geschaut, so richtig in Position geschoben. Das geht halt am besten mit Flüssigkleber und dann mit dem Falzbein am besten einmal drunter oder mit, wenn ihr ein gerades Lineal habt, ein bisschen festdrücken. So. Die Grundform steht schon. Jetzt eine von den beiden Seiten zukleben, richtig. Ich kürze dafür 3 Seiten ein. Ich gucke, wo hier meine Naht ist. Die setze ich nach unten. Das heißt, die gegenüberliegende Seite in etwa lasse ich als lange Schicht dort. Und den Rest kürze ich hier einmal ein. Die müssen nicht ganz lang sein. Dann steht das nur viel zu hoch. So, da ist unten, haben wir gesagt. Einmal Flüssigkleber. Zweite Seite. Dritte Seite. Und dann die obere Seite. So. Gerade Rücken noch. Hier steht ein Stück Papier über. Ich setze es dann immer so rum hin. Nehme mein Falzbein. Oder ein bisschen drauf rum, damit das ordentlich fest wird von unten. Ordentlich klebt. Das hier stört nicht. Ja, steht ein bisschen über. Das hier schneiden wir mal ab. So. Hier immer noch die Naht. Die kommt ja nach unten. Die andere Seite kommt jetzt der Magnet dran. Also sehe ich meine eigene Naht nicht. Da. Das heißt, diese Seite gegenüberliegend ist wieder die Abschlussseite. Ich kürze jetzt 2 Seiten. 2 Seiten kürze ich ein. Und zwar die, die innen liegen werden bei mir. Das sind diese beiden. Das mache ich, damit das am Ende nicht so hoch steht mit dem Magneten. Finde ich nicht so toll. So. Jetzt habe ich Magnete schon auseinandergenommen. Magnete ruhig zusammenlassen. Die eine Seite mittig draufkleben. Das Papier abnehmen. Bei mir ist es dann so, der kommt wirklich nach innen, damit da ein bisschen mehr Papier zwischen ist, damit er nicht ganz so stark ist. So.
Hier öffnen, oben dran machen. Seht ihr, dann heftet er daran an und wenn man dann nämlich das zumacht, sieht es ganz gut aus. So, das war schon die Verpackung. Die verzieren wir jetzt noch ein bisschen. Weil ich das Papier Herrliche Hortensie genommen habe, aus dem aktuellen Mini-Katalog, habe ich mich auch für die Farbe zum Stempeln Rokoko Rosa entschieden. Gehört dazu. Und meine momentan absolute Lieblingsstanze, die Doppelhandstanze mit den beiden Ovalen. Unheimlich schnell damit was gemacht. Untere Teil habe ich in transparent ausgestanzt. Das obere ganz normal in Grundweiß. Das klebe ich jetzt zusammen. Und dann klebe ich das da schnell drauf. Das ist also, die Verzierung ist wirklich unheimlich fix. So, damit das ein bisschen hoch steht. Ich dafür mal einen Abstandshalter bis 2. So. Ich möchte, dass die Box von der Seite geöffnet wird, deshalb drehe ich sie mir so rum. Da unten ist wieder die Kante, das heißt, hier oben kommt es hin. Vor Ostern. Und das Gelbe vom Ei ist wieder da und mit Stanzen. Das ist so traumhaft, sage ich euch. Also ich bin der totale Hühnerfan. Deshalb kommt hier auch noch ein Huhn daneben. Das klebe ich aber so auf, ohne Abstandshalter. Das habe ich in Memento gestempelt und dann mit den Blends koloriert. So. Und schon ist die Osterbox fertig. Ich finde, das ist eine sehr schöne Box, die macht ziemlich was her und ist trotzdem ziemlich leicht, wenn man gefaltet einfach. Ich wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr guckt beim nächsten Video wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.